Jo Leute, was geht ab? DJ Greg's American Muscles wieder da. Heute mal ohne Kameramann. Heute aus einer anderen Perspektive kurz. Ich habe heute den Metehan bei mir hinten dran. Heute geht es wieder um einen weiteren Motortalk bei Ashanti. Wir haben kurz den Carporn fertig gedreht, fahren gleich rüber ins Ashanti. Aber vorher stellt sich da noch mal kurz der Metehan vor. Stell dich noch mal kurz vor, was für ein Auto fährst du, wer bist du? Servus, ich bin Metehan, 22 Jahre alt, fahre BMW 330 Diesel E91, den Touring. Und ja, mit 231 PS Original. Ja. So, nachdem wir euch jetzt den BMW von Metehan gezeigt haben, kommen wir zum wesentlichen Teil des Motortalks. Erstmal Metehan, danke, dass du mitmachst. Meine erste Frage ist, welches Auto fährst du? Erzähl uns mal was. PS, Newtonmeter oder welches Auto fährst du? Baujahr, ganz mal ein paar Daten. Also ich fahre einen BMW 330 Diesel E91 mit 231 PS und 500 Newtonmeter Angabe. Willst du noch Daten, irgendwas? Hast du was an deinem Auto verändert? Ich habe eine Getriebeoptimierung von XHP, Ja. die sehr hilfreich war bei dem alten Getriebe mit der Softwarestand. Hat sich verbessert? Sehr verbessert. Also ich glaube, eine Sekunde ist Minimum drin. Und vom Fahrgefühl ist einfach extrem. Ja. Sehr extrem. Also schaltet knackiger, fast wie ein DKG halt. Ja. Ja. Hast du noch irgendwas an deinem Auto verändert? Fahrwerktechnik, Felgen haben wir ja gesehen im Stuhl. Also ich habe ihn tiefer gelegt mit Lowtech-Federn, 50 vorne, 40 hinten. Habe neue Stoßdämpfer geholt, weil das Auto ein bisschen älter ist, von 2006. Und ja. Noch irgendwas verändert? Was verändert? Kombinieren gekauft, Lichter foliert, ein paar Stickers. Im Moment ist es human geblieben. Ja. Gibt es irgendwas an deinem Auto, was du noch verändern möchtest? Also M-Paket ist auf jeden Fall drin. Möchtest du auf jeden Fall noch nachrüsten? Genau. Okay. LCI, also Facelift, Heckleuchten will ich auf jeden Fall, weil die so extrem LEDs halt auch aussehen, schön aussehen. Feierst du mehr LED? Definitiv, Ja. definitiv mehr LED-Optik. Okay. Und mehr PS. Mehr PS. Mehr geht immer. Mehr geht immer, ajo. Metehan, warum hast du dich für dieses Auto entschieden? Weil ich außergewöhnlich sein wollte, ganz ehrlich. Weil jeder fährt ein Coupé, jeder fährt eine Limousine. Stimmt. Und Kombi ist halt unauffällig, Ja. sag ich nur. Unauffällig ist immer so das Beste. Ist mal was anderes. Ich Ja. finde sogar geil, so ein Kombi. Bisschen Breitbau, bisschen geil, bisschen Fake, bisschen Fahrwerk. Genau. Aber noch jeden Tag. Zudem nimmst du auch mit, dass du extrem viel Platz hast. Das ist auch geil. Das ist auch geil, ja. Wir haben gesehen, du hast Folie vorne am Armaturenbrett. Das ist Forged Carbon Folie. Ja, also sollte es sein. Ja. Und leider ist es Billigfolie gewesen, wo ich Ja. dann drauf gemacht habe. Ich will auch auf jeden Fall Alcantara Imitat bzw. Folie drauf machen. Die selbstklebende meinst Die selbstklebende, genau. Tiefschwarz natürlich und versucht dann halt auch alles in Alcantara zu bestücken. du? Ja. Was für Autos hast du davor gehabt? Also mein allererstes Auto war ein BMW E46 323i, waren 2,5 Liter, gedrosselt auf 170 PS, weil die man halt hört, 323 ist. 2.3er Motor gibt es 63 nicht. Ich hatte das Auto, danach bin ich von meinem Vater den Opel gefahren, Opel Astra, ganz normal Opel Astra, nichts verändert, nichts gemacht. Danach hatte ich einen Audi A4 W7 2.7er TDI, mein allererster Diesel. Und seitdem habe ich auch dieses Diesel erkannt. Beschreib's ruhig. So. Genau, halt erkannt, dass es
mehr Spaß macht einfach. Ja? Ja, jo, wegen der Newtonmeterzahl und alles andere. Drehmoment und so. Drehmoment, Verbrauch sowieso. Krass. Und dann halt, und dann kommt noch, das kommt noch. Dann hatte ich noch einen 530 Diesel. Da habe ich zum ersten Mal den 3 Liter Diesel von BMW gefahren. Hab mich übertrieben. Flash, so E39, M57 B30 Motor, den ich jetzt auch habe, als TU2 nennt man das, M57, tut mir leid, wenn ich 53 gesagt habe. Ja, da gibt es viele Modelle, wo man... Genau, M57, B30, ne D30, ja, und ja. Das waren, ja gut, hast eine gute Palette gehabt auf jeden Fall an Autos. Hattest du ein Traumauto als Kind? Definitiv. Was war das für ein Traumauto? Lamborghini Gallardo. Ja? Definitiv. Krass. Also, wenn ich dir jetzt 100.000 Euro auf den Tisch legen würde, welches Auto würdest du dir kaufen? Ich würde mir keins kaufen, beziehungsweise ich würde mir ein Basis kaufen, eher gesagt. Ich würde mir entweder ein E30 oder ein E36 holen und dort ein 2JZ reinpflanzen, beziehungsweise reinbauen. Das war schon immer so ein Traum auch von mir. Also locker 800, 900 PS, aber halt das Sleeper-Modus. Die Grundbasis wäre dann quasi ein E30, wo du dann sagst, die 100.000 Euro habe ich richtig auf die Kacke. Genau. Und so. Genau. Was war das Schnellste, was du jemals gefahren bist? Fangen wir erstmal mit dem, was du gefahren bist, an. Was ich jemals, das schnellste, was ich gefahren bin, war ein Nissan GT-R. Ein R35 und dann der GT-R. Man sagt R35 der Facelift. Das war vor 2 Jahren, also ein Jahr bin ich gefahren auf jeden Fall. Das war das schnellste, wo ich jemals gefahren bin, so vom Gefühl her. Das zweitschnellste war halt ein M5 Competition, der neueste. Okay, kommen wir zurück auf dein E91. Was fährt dein E91 aus, VMAX? VMAX ist im Moment 255 getestet. Wenn man die VMAX rausmacht, was ich auch dann irgendwann tue, schafft der 280 safe. Also. Ist auf jeden Fall eine gute Angabe. Schraubst du an deinem Auto selbst oder lässt du irgendwas machen? Bis jetzt habe ich alles selbst gemacht, beziehungsweise mit Kollegen. Ja. Mehr selber machen. Was kannst du selber tauschen? Was sind so Sachen an deinem Auto, wo du sagst, das kannst du selber machen? Was ich selber machen kann. Also Fahrwerk war jetzt nicht so extrem schwer, halt, wenn du. Ich brauche halt zweite Hände dazu, dass man vielleicht immer Hand, die hilft. Immer die Hand, die hilft. Ansonsten, das war halt das Einfachste, was ich jetzt gerade am Auto gemacht habe. Aber bei meinem 5er war es auch so, da habe ich Thermostat selber gewechselt. Der Thermostat ging sehr, sehr weit unten. Und ja. Also wie sieht es mit Bremsen aus? Irgendwelche Sachen so? Bremsen habe ich mit einem Audi selbst gemacht. Aber bei BMW habe ich jetzt. Thema BMW habe ich jetzt noch nicht angenommen, aber ich würde dir schon zutrauen. Auf jeden Fall. Was war dein schönstes oder coolstes Erlebnis im Bereich Tuning und Auto? Ich kann denen so eine Story erzählen. Damals war ich ein kleines Kind und meine Mutter ist damals ein E36 getuned gefahren, tiefer gelegt. Und beziehungsweise mein Onkel hat den gefahren, meine Mutter hat nur die Bilder gezeigt von damals und das hat einfach nicht so, das war ein Moment, wo ich älter wurde jetzt und die Bilder wieder gesehen habe und die Bilder von meinem Onkel, sein Auto, vom E36, das hat mich einfach geprägt so. Und auch so Richtung Schiene BMW dann? Genau, richtig Schiene BMW. Ich mag alle Marken, das hat kein Marken oder sowas, Hass oder sowas zu tun, sondern es hat eher was mit Kindheit zu tun, mit was du aufgebaut bist. So von klein aus so ein bisschen BMW geprägt worden. Geil. Ja, wie sieht's aus im Bereich Tuning? Wurdest du schon mal mit diesem Auto kontrolliert? Hast du schon mal eine Polizeikontrolle bezüglich Tuning, wo du sagst, boah, das war krass? Also auf jeden Fall, bevor ich das Auto gehabt habe, habe ich Spurplatten dran gehabt und andere Felgen. Ich war nicht angeschnallt. Und dann haben die Polizisten mich angehalten. Sehr nett, alles war gut, schön. Und er hat auch 2 Augen zugedrückt, aber hat dann halt auch wegen Mängelkarte kassiert. Und
bin auch mit blauem Auge davon gekommen. Ja. Definitiv, auf jeden Fall. Ich glaube, es heißt sogar, dass man Spurplatten in Kombination mit Felgen eintragen sollte, oder? Sollte, muss. Ich hatte zwar für die Felgen ein ABE, also eine allgemeine Betriebserlaubnis, Ja. aber das wirkt ja nicht, wenn du ein Fahrzeug Veränderung, das heißt auch Spurplatten Ja. benutzt. Ja, geht ja auch aufs Fahrverhalten. Genau. Also dementsprechend, mein Stand war, dass man Spurplatten nicht unbedingt eintragen muss, aber ich glaube in Kombination mit Felgen nochmal muss man das eintragen, ne? Oder? Ja. Genau. Das. Ja, was war das schlimmste Erlebnis im Bereich Auto, was du gehabt hast? Hast du schon mal eine Panne gehabt oder irgendwelche Ersatzteile, was kaputt gegangen sind, dass du so richtig auf den Nerv gegangen bist? So? Also mein 5er, mein E39 ging mir richtig auf den Sack. Erst, wo ich ihn gekauft habe, hatte keine Leistung gehabt. Das waren die Unterdruckschläuche, was auch sehr beliebtes Fehler ist. Ersatzteil? Genau, Unterdruckschläuche, die gehen irgendwann porös und der hat schon 300.000 Kilometer gehabt, wo ich ihn gekauft habe, 250.000. Und das waren Teile, wo ich mich abgefuckt habe. Und was noch so ein Manko war, auch beim E39 war das der Ladeluftkühler, beziehungsweise die Servolenkung hat auch eine Kühlung, so eine Spirale. Ja. Und ja, bis wir den Fehler gefunden haben, haben wir das komplette Lenkgetriebe rausgehauen und alles andere. Das Auto hat mich wirklich, glaube ich, knapp 2.000, 3.000 Euro gekostet. Und man hat dann von 2.000, 3.000 Euro gar nichts gesehen. Das war ein Manko, wo ich gesagt habe, ey, da muss weg, aber dann habe ich auch einen Unfall mit dem Fahrzeug gemacht. Und dann einmal weg. Dann war er direkt weg, ja. Du fährst ja jetzt ein E91 Kombi. Gibt es so Fehler, die der Wagen hat, wo man sagt, ey, wenn ihr euch ein E91 kauft, sollte man darauf achten, so, ich sag mal, Ersatzteile oder sowas, was gängig ist beim E91? Schau mal, es gibt beim E90, E91, E92 bin ich mir nicht sicher und E93 auch nicht, aber die Querlenker, ganz Vorderachse eigentlich. Müsst ihr kontrollieren, wo ihr aufpassen müsst, ist alles, was da. Also jetzt ganz genau zuhören, wenn ihr euch einen E91 kaufen wollt, deine Tipps dementsprechend, wenn sich jemand so ein Auto zulegen möchte, sollte er darauf achten. Also beim M54 Motor, beim 335 sollte man bei den Wastegates aufpassen auf jeden Fall, weil die gerne rasseln und kaputt gehen. Bei den M57 Motoren, Diesel, 3 Liter Diesel, die Facelift Motoren, sollte man auf die Ketten achten und Injektoren. Und es geht halt allgemein jetzt zu dem Zustand vom E91, E90, Vorderachse beachten. Sprich alle Gelenke, alle Querträger und alles andere halt, was da... Querlenker, Querträger, Radlager. Genau, alles. Sollte man beachten, weil die sehr schnell kaputt gehen. Deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr euch ein Auto zulegt, uns auch natürlich ziemlich viel kostet, scheut euch nicht die Kosten beim TÜV mal vorbeizuschauen oder den Wagen auf eine Hebebühne zu stellen. Es geht darum, ihr kauft euch ein Auto, wollt natürlich auch zufrieden damit sein. Scheut nicht die Kosten, einfach mal da vorbeizufahren, das Auto hochzuheben. Es schadet euch definitiv nicht, schaut nochmal nach, bevor ihr ein Auto kauft. Und es erspart euch dann einiges an Arbeit. Und wenn ihr was findet, könnt ihr ja natürlich am Preis dann auch verhandeln. Und ja, wie sieht es mit Unterhaltskosten bei deinem Auto aus? Also ich gebe dir eine Skala vor von 1 bis 10. 1 bis 5 ist relativ gering und 5 bis 10 ist relativ hoch. Also ich schätze mein Auto so zwischen 6 und 7 ein. Nicht wegen dem Verbrauch, sondern eher wegen Steuern. Ja, was zahlst du Steuern? Steuern zahle ich im Moment 500 und Schlag mich tot 30, 40. Ja, so um die 530, 540. Irgendwie um die rum. Versicherung kommt drauf an. Ich habe jetzt das Fahrzeug, weil ich immer nur Mitbegleiter bin und auf meine Mutter angemeldet und ich bezahle 380 Euro. Das ist noch Halbjährlich. Okay. Das Teilkasko. Wie sieht der Spritverbrauch aus, so bei dem Auto im Durchschnitt? Spritverbrauch ist so. Sagen wir mal jetzt normale Fahrweise. Normale Fahrweise oder sparsame Fahrweise? Sagen wir normale, sparsam. Normal, sparsam. So zwischendrin bist du schon bei deiner 6 Liter Diesel. Sportlichere Fahrweise eher auf 8, 9 Liter. Und was mein Bordcomputer ansagt, kann ich euch so sagen. Ich komme halt, wenn ich sehr, sehr sparsam fahre und Langstrecke fahre, bin ich eher auch auf 6 Liter halt. Ja. Ich schaffe halt auch 1000 Kilometer
Also Volltank wenn du passt. sparsam fährst du mit einem Tank knapp 1000 Kilometer. Ist Knapp. bei Diesel eigentlich schon so realistisch, so knapp 1000 Kilometer? Hypermining sag ich immer dazu. Ja, ich sag mal jetzt realistisch wären es ungefähr zwischen 850 und 900, denke ich. Genau, ja, aber Ja, du hast ja diesen fahrenden Verkehr, fließenden Verkehr, Genau. stoppenden Verkehr, wenn du Stadtverkehr. komplett durchfährst so und immer sparsam halt 120, 100 Hypermiling, wie man es nennt, nimmt, Ja. 80 auch, nehmen wir auch dazu, fährst halt auch wirklich die 1000. Ja. So ein Kombi sieht man jetzt nicht alle Tage, auch in der Tuning-Szene. Wie reagieren die Leute auf dein Auto und dich selbst? Also hast du schon mal so ein dummes Kommentar gekriegt, wieder so ein BMW, wieder so ein Fire BMW mäßig so? Also dumme Kommentare kommen immer. Ja. Kommen immer. Es ist nicht zu Nicht zu vermeiden. Zu vermeiden, Ja, genau, ja. so sieht man das. Aber was stichpunktartig ist, du wirst auch viel gelobt dafür. Weil junger Mensch, so wie ich, 22 Jahre alt, fährt ein Kombi. Das ist nicht, das ist Familienkutsche, sagt man immer, Ja, aber ja. Familienkutsche kann ich mir auch tut mir leid, halt in den Arsch treten. Ja. Und das ist auch was. Das sind dann so manchmal so Wölfe im Schafpelz, die Genau. auch mal so richtig hoch Genau. klar. Das ist halt so Punkt, so ein Thema, aber geht hier rein und hier raus. Ist auch Geschmackssache, so ein Kombi. Genau. Also, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Klar, hast du schon mal so ein dummes Kommentar gekriegt? Was war so das dümmste Kommentar, was du so gekriegt hast, deinem Auto? Jetzt persönlich, ich habe den Kombi zwar nicht so lang, Ja. aber der dummste Kommentar war jetzt, warum fährt der Kombi? Hast schon Kinder oder was? Oder so, Familienvater. Brauchst du jetzt schon Kombi oder was? So solche Kommentare. Sinnlos eigentlich. Mittag, bist du mit deinem Auto zufrieden? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Auto. Sehr, sehr zufrieden. Ich kann es auch jedem, allgemein der Motor jetzt, Auto hin und her. Limousine sieht auch schön aus. Limousine sieht schön aus und das Auto ist einfach schön, ich weiß nicht. Also, das gefällt deinem Geschmack einfach. Genau, ist voll mein Geschmack. Angenommen, wir hätten jetzt jemanden vom BMW da. Gibt es Punkte an deinem Auto, wo du sagst, ey BMW, das habt ihr super gemacht? Also innen und außen? Oder gibt es aber auch Punkte, wo du sagst, ey BMW, hört mal zu, das hättet ihr besser machen können? Das ist eine tolle Frage. Also motortechnisch haben die es übertrieben gut gemacht. Nur was man halt passiert, wenn man zu wenig Öl fährt oder sonstiges, passiert jetzt bei jedem Auto, aber dass die Kette dann, die Kette vom Motor manchmal halt Schaden davon kriegt oder sonstiges. Da wird man eine dickere Kette einbauen, da wird das Problem gelöst sein. Aber das ist aber sehr so, das ist halt so spaltende Themen, wo ich sagen kann. Innenraumtechnisch gibt es da was, wo du sagst, habt ihr sehr gut gemacht? Innenraumtechnisch, das Softlack. Bei BMW der Softlack ich glaube bis jetzt, vielleicht kommt der neue 3 vielleicht auch so, der Softlack geht zu schnell ab. Das ist so ein Softlack, wenn du schon mit dem Nagel drüber gehst oder mit dem Schlüssel oder so, der nimmt schon alles mit und das sieht nicht schön aus. Gibt es irgendwas, was du sagst, ey BMW, das habt ihr super gemacht? Die Lederqualität, Ja. die ist schön. Das Leder nutzt sich nicht so schnell ab, wenn man es pflegt natürlich. Klar, man sollte definitiv drauf achten. Zurückzukommen auf das Thema Öl. Mein Tipp an euch, auch wenn euer Auto euch anzeigt, da ist noch genug Öl drin, ihr solltet das trotzdem immer noch mal nachprüfen. Da spreche ich aus Erfahrung aus einem alten Fiesta ST damals von einem Kollegen von mir. Die Anzeige hat nichts gemacht, wobei der Stand schon auch ziemlich low war. Und der hat sich damals den Motor so dadurch kaputt gemacht. Deswegen mein Tipp an euch, so alle 15.000 Kilometer oder 10.000 Kilometer würde ich schon mal so nachschauen, was der Ölstand macht. Und wenn Öl fehlt, einfach gerade am besten nachkippen, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Zu dem Thema Öl kann ich auch noch was sagen. Der BMW-Anzeige, der hat einen Sensor im Öltank. Der ist ungefähr so lang und der zeigt auch den Ölstand nicht an bei mir, sondern er misst den und dann gibt er eine Öllampe an. Ja, Und die Öllampe geht erst an, wenn das Öl komplett fast leer ist. Also das ist schon ein Ding. Und ich bin so ein Typ, ich gucke jede 1000 Kilometer oder jede 500 Kilometer gucke ich immer nach meinem Öl, ob alles passt, ob er irgendwas schluckt. die Erfahrung macht es halt auch. Ja. Genau,
habe Angst zu viel wegen Motorschaden oder sonst Ja, was. so ein Motor ist natürlich auch dementsprechend teuer, das muss man halt schon sagen. Ja, definitiv. Wie sieht es bei dir mit Pflege aus? Seien wir mal ehrlich, wie oft wäschst du dein Auto? Nicht so oft. Ja? Ich habe am Anfangszeit mit meinem Audi damals sehr auf die Autos geachtet, sehr gepflegt. Aber nach einer Zeit verlierst du die Lust und die Kraft, sage ich mal. Weil ich bin jetzt Auszubildender Ja. und wenn du dann halt morgens um 4:30 Uhr aufstehst und danach halt 14 Uhr Feierabend hast, hast du auch irgendwann mittags auch keine Kraft mehr, das durchzuführen. Vielleicht am Wochenende ist halt Samstag der Stichpunkt, wo ich sage, ey, da muss das Auto gewaschen werden, also einmal die Woche vielleicht. Geil. Ja, das wäre dann eigentlich auch so unser kleiner Motortalk. Diesmal spezifisch sogar sehr auf Motortechnik und so und Öl, dementsprechend auch unser Hauptthema heute. Ja. Metehan, danke, dass du mitgemacht hast. Bitte. Metehan, seinen Instagram-Kanal findet ihr auch in der Beschreibung verlinkt, blende ich euch gleich am Anfang auch nochmal definitiv mit ein. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, einfach Metehan anzuschreiben oder mich. Wenn wir Tipps haben, können wir die euch gerne weitergeben. Wenn ihr Fragen habt bezüglich eines Kombis oder BMW allgemein, du hast ja schon ein paar, schreibt einfach den Metehan an, der ist ein ganz lieber Kerl, wir kennen uns auch ziemlich gut. Der versucht sein Bestmögliches euch zu erklären, was Sache ist. Klar, wir sind keine Mechaniker oder Techniker oder wir sind, die Erfahrung macht. Die Erfahrung hat uns definitiv in irgendeinem Maße geprägt. Meine letzte Frage an dich, wir sind ja heute im Ashanti, so, ich würde dich gerne mal kurz zum Feedback bitten. Also Shisha, Cocktail, dieses Ambiente, wie fühlst du das? Also Ambiente ist sehr schön hier. Also allgemein die Optik von dem Laden ist sehr, sehr schön. Die Cocktails schmecken extrem lecker. Also das ist jetzt wirklich kein so Ja, ich bin auch Werbung überzeugt. so. Und die Shisha ist echt gut. Also im Gegensatz, ich bin sehr, sehr viel Shisha-Raucher und sehr viel Shisha-Bar-Gänger, sage ich mal. Und top nix. Also die meisten, ja, wie soll ich sagen, ich Zufrieden bin sehr zufrieden. Passt, ich Kann man auch. nicht ausdrücken. So, Ashantis Instagram-Kanal findet ihr auch in der Beschreibung und Instagram-Kanal ist auch verlinkt. Das war's dann auch mit dem heutigen Motortalk. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Metehan war heute auch dabei mit seinem E90, auch mal ein anderes Auto, sogar ein Kombi. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, über einen Kommentar würden wir uns freuen. Und über ein Abo natürlich auch, auf beiden Seiten auch. Schaut auch natürlich mal bei Ashanti vorbei. Ja, das wäre es dann eigentlich auch für uns und wir sehen uns dann im nächsten Video.